Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich was richtig Cooles gefunden, nämlich die geilste Art und Weise, Emulatoren zu spielen. Das ist ein kleines Projekt von einer kleinen Gruppe, ist noch in der Beta, aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist richtig cool gemacht. So, Freunde, ich würde mal sagen, wir starten mit dem Video. Ihr seht gleich im Video, worum es geht, wie es aussieht. Bleibt dran. So, Freunde, willkommen im Spiel. Nämlich haben die Leute sich was richtig Cooles überlegt. Ein stinknormaler Emulator ist zu langweilig. Sie haben einen Raum gemacht. In diesem Raum kann man sich etliche Fernseher reinstellen. Schaut euch das mal an. Man hat so viele Objekte zur Auswahl. Man kann sich das hier total einrichten. Ganz stinkig hier machen mit seiner Cola-Dose. Hier nimmt man seine Cola-Dose. Schmeißt man rum, so wie im richtigen Kinderzimmer. Und das Geile an dem ist, Freunde, das Geile ist, schaut euch das mal an. Man geht hier hin. Man kann sich alle Konsolen einrichten. Wir nehmen uns jetzt mal die Nintendo 64. Man kann hier überall raufdrücken, Freunde. Man kann überall raufdrücken. Power an, etc. Aber man muss sie natürlich auch noch anschließen. Nämlich nimmt man hier hinten ein Kabel, schließt dann den Fernseher an, legt es sich hier schön hinten ein. Und was haben wir vergessen? Natürlich, wir brauchen ein Spiel. Man kann sich jedes mögliche Spiel hier reinladen. Okay, ich habe die Cover jetzt nicht gemacht. Und man muss es total realistisch unten einlegen und andrücken. Und jetzt schaut euch das an, Freunde. Einfach Mario auf der Konsole. Wie im Kinderzimmer. Ist das nicht geil? Das Coole ist, man hat auch die Playstation. Cool, ne? Das Geile ist, man kann raufdrücken. Es öffnet sich, da ist jetzt Tekken drin. Man kann anmachen, dann startet es, aber man muss natürlich die Kabel anschließen. Und die Disk, die dreht sich auch. Freunde, ist das nicht cool? Und hier kann man jetzt hocken, sich das Zimmer individuell einrichten, seine Kindheitserinnerungsposter ranmachen und einfach sitzen und zocken. Ganz ehrlich, hier kann man einfach sich auf den Teppich hinlegen und zocken. Ich habe jetzt keinen Controller angeschlossen. Okay, das hier ist die Super Nintendo, aber die amerikanische. Die schließen wir jetzt natürlich auch nochmal an. So richtige Nostalgie-Feelings. Sagen wir so, wir wollen mehrere Spiele spielen. Richtiger Kindheitstraum jetzt. Hier läuft Mario. Wir holen uns jetzt einen zweiten Fernseher. So einen kleinen Fernseher, oder? Tiny. Machen wir mal small. Tiny ist zu tiny. So, haben wir raus aus dem Menü geholt. Jetzt gehen wir an den Tisch. Stellen uns das hin. Nehmen die Konsole. Gehen hin. Schließen die an. Und Start. Street Fighter. Auf der Super Nintendo. Und Super Mario. Und PlayStation. Freunde. Und man kann sich natürlich alle anderen Konsolen auch installieren. Ich glaube, es gibt keine Grenze. Es ist nicht cool. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool, Freunde? Wie gesagt, unten in der Beschreibung mache ich den Link zur Seite. Ihr müsst euch zur Beta anmelden. Kriegt in der kurzen Zeit eine E-Mail und dann könnt ihr euch relativ simpel das installieren. Man kann sich auch Videos anmachen. Ich habe jetzt keine Videos in den Folder hier gemacht. Aber man kann hier auch ein Video jetzt laufen lassen auf dem Fernseher. Man hat da Super Nintendo, kann es spielen. Man kann nebenbei die Nintendo 64 spielen. Und das Geile ist, es hat einen Multiplayer. Man kann es mit Desktop-Leuten zusammenspielen oder mit jemandem aus VR zusammen sich hier hinsetzen in VR nebeneinander und wie in alten Zeiten eine klassische Konsole zocken. Freunde, schaut euch mal die Details an. Der Fernseher, der hat Kratzer. Der Fernseher hat diese ganzen Schmieren hier. Oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die Linien da von früher. Ey, ich bin sowas von geflasht von dem Ding. Hier auch der kleine Fernseher. Kratzer, die Spiegelung. Und es läuft mega flüssig. Wollen wir eine Playstation anmachen? Komm, wir machen noch die Playstation an, Freunde. Was holen wir jetzt? Ein Huge, was nehmen wir denn für einen Fernseher? Machen wir, na, so einen klassischen haben wir. Machen wir hier, den haben wir noch nicht da. Den haben wir noch nicht. Wo stellen wir den hin? Na, wir haben jetzt keinen Platz. Man kann sich natürlich auch Tische hinmachen. Die Playstation kriegt jetzt den billigsten Platz. Kindheitstraum geht bei mir in Erfüllung gerade. So, jetzt nehmen wir das an. Schließen es an. Ich habe keine Ahnung, wo man es bei dem Fernseher anschließt. Warte, schmeiß mal Fernseher weg. Schrott. Ich habe keine Ahnung, wo man es anschließt. Muss ich mich noch mit befassen. Warte, in meines Playstation machen wir runter. Wir nehmen mal hier den, da weiß ich, wo man es reinmacht. Wir machen mal einen Tiny-Fernseher. Mini-Fernseher. Guck mal, Mini-Fernseher. Oh, ist das cool. Nehmen wir das. Wapp. Gehen wir hier hin. Machen es ran. Bam. Haben wir ein Spiel drin? Aufmachen. Ja, Tekken ist drin. Zu. Starten. Und die Playstation startet. Leute, ist das nicht cool? Okay, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Lärm. Links, rechts, vorne. Oder die Playstation startet auch nicht. Vielleicht muss ich da irgendwas installieren. Aber Freunde, ist das nicht cool?
Man kann sich hier alle möglichen Spiele installieren, die man natürlich in Original hat. So, schaut euch das mal an, Freunde. Auf, die Disk, die dreht sich. Schmeiß mal weg, brauchen wir nicht. Rein damit. Man kann sich die Cover natürlich auch alle installieren, einrichten. Also ich bin mehr als geflasht davon. Na, warum gehst du nicht an? Ups. Ups, nein, das Spiel ist raus. Na egal, holen wir ins normale Spiel. Zack, machen wir rein. So. Und Start. Ah, jetzt startet's. Firmware is missing. Oh. Na okay, da ist keine Firmware drauf. Müssen wir aufspielen. Relativ simpel. Man kann die Bettwäsche, man kann die Poster, man kann alles hier installieren. Braucht ein bisschen Zeit natürlich, das alles zu installieren. Aber es ist mega geil. Freunde, das wollte ich euch zeigen. VR und sowas, das ist einfach mega genial. Schaut euch das mal an. Ich habe jetzt keinen Controller, um das leider zu zocken. Aber ich werde mir das hier perfekt einrichten. Perfekt mit Covern. Ich werde mir den Controller nehmen, mich auf meinen Teppich hier im Zimmer setzen und einfach mal 2-3 Stunden mich wieder wie 5 fühlen. Einfach geil, Freunde. Man kann es natürlich auch Nacht werden lassen. Man kann hier Licht an, ausschalten vom Zimmer. Man kann leider nicht aus dem Zimmer raus. Man hat hier die Nachbarschaft, wo man rausschauen kann. Ich bin geflasht, Freunde. Das ist einfach mega cool. Objekte, was nehmen wir denn hier? Wir nehmen mal, hier so einen Rucksack. Wie klassisch einfach irgendwo ins Zimmer legen. Da in die Ecke. Was nehmen wir noch? Ein Turnschuh. Den machen wir auch da irgendwo. Jetzt fühle ich mich wohl. Ah, das ist cool. Wollen wir noch eine? Ich habe jetzt keine anderen Spiele installiert. Ich wollte es euch nur mal zeigen. So. Machen wir aus. Machen wir aus. Zack. Und hier vorne die PlayStation und Firmware. Warte. Ha. Das ist so cool, dass die Disk sich sogar dreht. Die Controller sind auch emuliert. Das ist geil. So, Freunde. Das wollte ich euch zeigen. Das ist geil, oder? Einfach mega. Einfach mega. Ich fühle mich gerade wie 5 wieder. Ich werde auf jeden Fall in diesem Emulator sehr viel Zeit verbringen in der nächsten Zeit und auch in der Zukunft. Es ist noch in der Beta, es ist in Entwicklung, es kommen immer mehr Features dazu. Einfach geil. Und dass es einen Multiplayer hat, ist natürlich noch das i-Tüpfelchen. So, Freunde, danke fürs Einschalten. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr den Emulator findet. Einfach genial. Also ich finde ihn genial, Freunde. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.